Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich euch gerne einmal zeigen, wie ihr selber etwas einlegen könnt. Und zwar haben wir jetzt hier getrocknete Tomaten. Getrocknete Tomaten, also Tomaten getrocknet, gekauft. Denn das Gute daran ist, ihr könnt hier sehen, Zutaten, Tomaten, Meersalz. Wow, das ist sogar gutes Salz. Ja, bei Bioprodukten sollte man das wohl auch erwarten. Aber auf jeden Fall sind hier nur Tomaten und Salz drin und nicht, wie zum Beispiel bei fertig eingelegten Sachen. Das hier sind jetzt Gurken. Ja, bei denen weiß ich nicht, wie ich die einlege und ja, ehrlich gesagt benutzen wir die so selten, dass ich das einfach normal kaufe. Aber leider finden wir hier bei den Zutaten, danach müsst ihr immer gucken, wenn ihr gesund sein wollt, Zutaten, Gurken, okay, das erwarte ich, wenn ich Gurken kaufe. Wasser ist auch normal. Branntweinessig ist auch normal, aber dann kommt Zucker. Ja, und hier war es das auch schon fast. Gewürzextrakt muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das bedeutet, das ist kein frisches Gewürz, sondern ja, von dem Gewürz etwas extrahiertes, denaturiertes. Speisesalz ist ja auch nicht unbedingt mein bester Freund. Da bin ich doch ein deutlich größerer Freund des Meersalzes. Das ist nämlich ein natürliches Salz. Das Speisesalz, das frecherweise als Speisesalz bezeichnet wird, ist dagegen ein Salz, das denaturiert wurde, bei dem in der Fabrik alles, was einmal gut daran war, entfernt wurde. Und ja, der Rest wird euch dann als Salz verkauft. So, also, das hier geht noch. Ich meine, ich gucke ja auch hier immer bei den Zutaten. Es gibt noch deutlich schlimmere Sachen. Da habt ihr eine so lange Liste zum Beispiel. So lang. Und ja, mit, ich weiß nicht, 50 verschiedenen Wörtern, die kein Mensch versteht, mit irgendwelchen E-Nummern und irgendwelchen Abkürzungen. Ja, selbst wenn man Deutsch versteht und deutscher Muttersprachler ist, kann man nicht mehr verstehen, was da wirklich drin ist. Hier geht das also. Die Zutaten halten sich noch im Rahmen dessen, was man ja wohl hinnehmen kann. Es ist aber nichtsdestotrotz Zucker drin. Und da inzwischen relativ bekannt und normal ist, dass Zucker nicht unbedingt gesund ist, bin ich doch der Meinung, muss ich Zucker nicht unbedingt auch noch in meinem herzhaften Essen haben. Jeder Mensch isst gerne was Süßes, das ist völlig normal. Aber wenn ich Zucker schon in dem Gemüse habe, das ich esse, Zucker schon in dem Salat habe, den ich esse, dann wird es schwer, nicht zu viel Zucker zu essen. So, und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wenigstens, wenn ich Gemüse oder Salat oder so etwas esse, da auf gar keinen Fall irgendwo Zucker drin ist. Normalerweise, ja, wir wollen auch nicht extrem sein, deswegen haben wir hier die Partygurken. Aber ja, in diesem Video zeige ich euch jetzt erst einmal, nachdem ich euch jetzt erklärt habe, warum mir das so wichtig ist, wie ich jetzt diese ungezuckerten Tomaten einlege. Ja, hier habe ich schon eine Packung drin, weil ich davon ausgehe, dass wir die recht viel und schnell essen werden. Jetzt brauche ich eine Schere. Ich habe es nicht geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt wollte ich euch zeigen, dass ich das nicht schaffe. Jetzt habe ich es doch geschafft. Also hier sind die Tomaten. Die gebe ich jetzt in das Glas. Oh, Hilfe. Ja, wartet mal. Doch, das ist, glaube ich, nur das Salz. Ja, mal gucken.
gucken. Ja, das ist Salz. Ich habe jetzt mal ganz vorsichtig mit dem Finger was genommen und probiert. Das ist auf jeden Fall nur Salz. Nicht, dass das irgendwie geschimmelt ist oder so, das hätte ja auch sein können. So, jetzt haben wir die Tomaten alle hier drin in dem Glas. Die Schere brauchten wir nicht. Und wir brauchen sie auch jetzt nicht mehr. Über die Tomaten gebe ich jetzt Olivenöl. Schön viel. Das Olivenöl soll die Tomaten ruhig bedecken. Ihr könnt vielleicht hier am Rand ein bisschen sehen. Ja genau, hier könnt ihr das sehen. Dass das Olivenöl jetzt nur bis hier ist. Und das wäre schon gut, wenn die Tomaten komplett in dem Olivenöl schwimmen. So, ich habe jetzt aber gerade überlegt, dass ich erst einmal den Knoblauch noch dazugeben möchte. Den Knoblauch, den ich schon geschält habe. Dieser Knoblauch ist schon geschält. Also die Schale. Das, was bei uns Menschen Haut ist, nennt man bei Knoblauch Schale. Und so, den schneide ich jetzt in kleine Würfel. Also ich habe ihn jetzt hier vorgeschnitten in Streifen quasi. Und jetzt, vielleicht könnt ihr das hier sehen. Und jetzt brauche ich das nur noch so einmal längs zu schneiden. Und dann habe ich Würfel. Kleine Knoblauchwürfel. So, dann muss ich noch einmal nachschneiden. Dort reinschneiden, einmal längs schneiden und schon habe ich den Knoblauch fertig geschnitten. Hier habe ich jetzt die Knoblauchwürfel. Die werde ich jetzt auch noch ein bisschen da reindrücken. Dafür ist ganz gut, dass ich jetzt noch nicht alles Olivenöl darüber gegossen habe. Genau. Den Pfeffer möchte ich nicht vergessen. Das hier ist Pfeffer. Auch hier gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Das ist beides Pfeffer. Dieser Pfeffer ist aber schon gemahlen worden. Der war vielleicht mal genauso gut wie der hier. Aber alles, was ich einmal gemahlen habe, verliert an Qualität, verliert an Geschmack, verliert an allen guten Inhaltsstoffen und ja, ist einfach nicht mehr so gut. Und heutzutage ist es ja leider so, dass wir sehr oft keine Lust mehr haben auf die ganzen Produkte, sondern uns lieber das Gemahlene kaufen und damit haben wir einfach minderwertes Essen. So, und jetzt ein bisschen Pfeffer noch darüber. Frisch gemahlenen. So, hier könnt ihr das noch einmal sehen. Hier ist schwarzer Pfeffer und ein bisschen grüner Pfeffer auch mit drin. Und jetzt brauche ich nur noch ein kleines bisschen Olivenöl. Naja, doch ein bisschen mehr als ein kleines bisschen. Und werde es jetzt noch einmal nachtunken mit dem Messer, dass die Tomaten richtig schön in dem Öl schwimmen. Und sich dann mit Öl vollsaugen können, dann werden die nämlich weich und man kann die besser essen. Und das schmeckt dann auch wieder hervorragend bei verschiedenen Gerichten, aber auch einfach mit Brot und Schafskäse oder Oliven. So. Fertig. Das sieht jetzt nicht so wahnsinnig toll aus, aber es schmeckt umso besser. Doch, wenn man das so hält, dann sieht das ganz okay aus, finde ich. Ja, ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Vergesst nicht mir zu schreiben, mich zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen auch, da der Kanal ja noch so neu ist, freue ich mich auf jeden Fall auch über jeden, der mich bei Facebook auf seinem Kanal nennt, ein Video von mir vorschlägt oder
ja, mich bei Twitter oder wo auch immer ihr in den sozialen Netzwerken seid, erwähnt, all euren Freunden davon erzählt, vor allen Dingen auch allen, die vielleicht ein Interesse haben, Deutsch zu lernen oder einfach ein paar Rezepte ausprobieren wollen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.